28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 11. Episode des YPC Bank 2025 und damit zum zweiten Vorrundentag in Gruppe B. Bisher dominiert ein Local. Daniel Weyers steht unangefochten an der Spitze und kann sich aussuchen, mit welcher Zielfischart er sein Board komplettieren möchte. Auf den anderen Qualifikationsplätzen folgen Ino Taminga, der bei seinem Debüt für Lure Drop bislang extrem souverän auftritt, und Livingstons Frédéric Julien. Sowohl Bullseye-Boss Markus von Eu als auch Patrick Marable von Fox Rage könnten aber rasch aufschließen. Johannes Gasser von LMAB und Ganki-Newcomer René Meyer gehen dagegen mit einer deutlich größeren Hypothek in die verbleibenden 8 Stunden. Wie gewohnt werden die Zonen für Tag 2 getauscht. Frédéric, René und Daniel angeln heute in Zone 3. Patrick, Markus, Ino und Johannes in Zone 1. Gebietsübergreifend beginnt der Morgen in den Niederlanden windig und regnerisch. Für Daniel aber noch kein Grund, von seinem Plan A abzuweichen. I'm going for topwater fish. I think now in the morning I have the biggest chance on some of the waters here in the area for topwater fish. I'm gonna see if I can catch a perch or an asp. Checking the wind right now. The wind's really on this corner. A little bit too much. I think it's not nice for surface. I think we're gonna move 10 minutes. So guys, in this new episode, I'm gonna go full on perch, and to secure the 3rd place or to be on the top 3, I really need a solid perch or 2. So that's going to be the target at least in this episode. I'm not super confident. I'm confident in my skill of catching fish. I didn't have much training there. I know this spot for years. I've been holding perch every year. It's a river with a tidal system. Right now it's really low water, and then it's going to come up. And I just need to be patient and to see when the perch are going to come up to the shallow with the tide. So, let's go. Let's catch a big one. Guten Morgen miteinander. Ich habe ganz schön was aufzuholen, aber der Plan steht. Ich bin sehr nervös, habe leider sehr schlecht geschlafen. Ganz flauen Bauch, aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Es geht heute Powerfischen in erster Linie. Das Ziel ist erstmal 3 dicke Barsche zu fangen. Ohne die bringt mit der Rest auch nichts. Und dann schauen wir mal, wie lange das gedauert hat, ob wir es überhaupt schaffen, und dann gucken wir weiter. Aber 3 dicke Barsche, Leute, das Feld wird von hinten aufgeräumt. Drückt mir die Daumen. Hey, let's go! Guten Morgen zusammen und auch von mir willkommen zu Tag 2 der Gruppe B. Ich bin natürlich auf der Suche nach Zandern, wie ihr euch wahrscheinlich alle schon gedacht habt. Habe ambivalente Gefühle für den Tag. Eigentlich eine gute Ausgangssituation, dadurch, dass ich 2 Fischarten habe und auch einen relativ guten Schnitt. Auf der anderen Seite ist es doch jetzt irgendwie möglich, weiterzukommen, was ich nicht so richtig irgendwie auf dem Zettel hatte, ehrlich gesagt. Auch wenn man das natürlich will, wenn man hier mitmacht, ganz klar. Ich hatte auch doch Probleme in dieser Zone, die mir wirklich gar nicht liegt, Zander zu finden. Hier einer der Spots, die gut gewesen sind, da gehen wir jetzt hin. Und da ist es wirklich Daumen drücken, dass da ein Fisch kommt. Denn ich befürchte, da wird nur ein Fisch stehen unter der Brücke. Und den wollen wir jetzt kriegen. Also, Routen sind fertig, ich bin fertig, wie ihr seht. Und die Uhr ist auch gleich fertig, deswegen lasst uns schnell loslaufen.
Drückt mir die Daumen. Auf geht's. Guten Morgen, zweiter Tag YPC. Wir befinden uns hier an einem Kanalstück, was wir heute mit Cranks befischen werden. Und ja, wünscht mir Glück. Das Wetter ist ein bisschen regnerisch heute. Also mal sehen, was der Tag so bringt. 59, jetzt geht's gleich los, Leute. Oh, ich dachte, am zweiten Tag bin ich nicht so nervös, aber kannst du vergessen. Mindestens genauso schlimm. 8 Uhr, Leute, jetzt wird's ernst. Erster Wurf, drückt mir die Daumen. René, Ino, Johannes und Fred legen los. Die anderen 3 beginnen leicht verspätet. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Tag vom YPC 25 Gruppe B. Meine Aufgabe ist heute erstmal einen Zander zu fangen, mit einem zweiten Zander die Full Card zu erreichen. Und danach gibt es hoffentlich ein paar dicke Upgrades. Und jetzt drückt mir die Daumen, es geht los, es ist schon nach 8, ganz kurz nach 8. Ich bin heiß, top motiviert und werde euch jetzt hoffentlich ein paar schöne Zander zeigen können. Los geht's. Good morning, guys. This is Team Nace checking in. Daniel, we are a little bit late. It's 8:07, and we're gonna try and be chill today. We need one more fish. We need surface points and an extra fish. So I thought the smartest thing for today is to start with surface fishing. I'm gonna use the Nace Reaper and maybe some other lures. I have a shallow area here. This is a nice side-to-side walk-the-dog action. Gentle strikes with your rod. You can make it go from left to right. This should do the trick. Imitates a small bait fish. Right now it's start of summer, so there's a lot of tiny bait fish. Maybe I need to go even smaller. This lure is about 10 or 11 centimeters. And the bait fish at the moment are like 5 or 6, but it's a good lure for this type of fishing. And it's all from the wrist. All from the wrist. Okay, let's get it. La quantité, it's incredible how many small bait fish we have, like 1-2 centimeters long. Really, really tiny. Boah, ich bin auch so nervös. Ich muss echt mich hier ein bisschen einwerfen, bevor ich an den Hotspot komme. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich jeden Wurf versaue. Das ist ganz wichtig beim Cranken, ja, vielleicht ein kleines Wort zu dem, was ich hier mache, dass man ein Crankbait auswählt, der tiefer läuft, als es tief ist, so dass der Crankbait quasi über den Grund rattert. Ich fische hier natürlich den Power Vibe 55, 3 bis 4 Meter und angel hier quasi die Steinpackung, das Ende der Steinpackung unten, den Fuß quasi. Und hier hat es so 3 Meter und der Crankbait läuft eben 3 bis 4. So ist gewährleistet, dass der Crank immer über den Boden schraubt. Und das ist auch das Wichtige. Genau dafür ist ein Crankbait auch gemacht, weil der ist so konzipiert, dass der mit der Tauchschaufel auf die Steine drauf hackt und die Drillinge, die sind hinten hinter dem Körper. Das heißt, man kriegt nicht so viele Hänger, wie man denkt. Und die meisten Hänger, gerade wenn man so ufernah angelt, kann man auch super lösen. Ich habe im Training hier 5 Stunden geangelt und kein Crankbait abgerissen. Und das, obwohl ich eigentlich permanent Grundkontakt habe. Wie man die Hänger löst, zeige ich euch nachher. Hier gibt es heute bestimmt noch ein paar zu sehen. Und es geht wieder los. Fisch. Da ist er, der erste Zander vom Tag. Sauber. Der erste Zander von heute. Lamelli Slim, 8,5. Können sie einfach nicht widerstehen. Schauen wir mal, so groß ist er nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Zander, den ich jetzt brauche. 55 würde ich sagen. Ja, herrlich. 55er Zander. Für mich passt's. Der darf gleich wieder rein hier.
geht er weg. So kann es losgehen. Keine 10 Minuten, erster Fisch. Starker Start für Markus. Während der Schweizer sich damit vorerst auf Platz 2 schiebt, hat auch Patrick endlich die Route zur Hand genommen. Guten Morgen, Tag 2. Ich habe mich ein bisschen gestern vorbereitet, war hier an dem Spot, habe einen Barschbiss gehabt und einen Hecht gefangen, einen kleinen 65er, aber immerhin. Und das war das alles, was ich den ganzen Tag gefangen habe, habe aber diverse andere Spots noch probiert und habe was noch im Petto, was Schönes, aber mal schauen. Ich werde jetzt hier, ja, mit Twitchbait und Finesse Rigs fischen und hoffen, dass ich heute irgendwie Barsche fange und natürlich auch Hecht und möglichst auch Zander. Chatterbait wird heute auch eine Rolle spielen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wird hart. Und bin 10 Minuten zu spät gekommen, weil ich ja, hatte eine leichte Verzögerung und egal. Die Zeit muss ich mir jetzt nehmen, euch Hallo zu sagen und mit diesen, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich bin einfach wibbelig. Deswegen einfach, habt eine geile Zeit in den nächsten 2 Folgen. Seht viele Fische. Let's game. Fisch. So, ein Wurf später, zweiter Fisch. Herrlich. Weiß nicht, ob es der gleiche war, aber der hat wieder 55. Okay, machen wir gar nicht lang. Der darf auch gerade wieder rein. Full Card, das war der zweite Zander. Meine Full Card. Weiter geht's, upgraden. Ich fische jetzt hier auf relativ engem Raum. Und da fische ich sehr gern die Lucky Luck 2,25 bis 21 Gramm. Ist als Jig-Route konzipiert. Hat ein bisschen höheres Wurfgewicht, aber eben mit dem Einsatzgebiet Jiggen, dass das dann zusammenpasst, haben wir es mit 21 Gramm gelabelt. Route hat eine brutale Übertragung. Sehr schnelle Aktion, sprich Spitze, die etwas weicher ist und dahinter macht sie dann recht schnell zu. Ideal für kleine Köder und große Fische. Also meine Empfehlung, Street Fishing, wenn ihr vom Ufer seid oder Bootsangeln sowieso, Lucky Luck 2,25 bis 21 Gramm gibt es als Spin und Cast für alle Barsch- und Zanderfetischisten absolutes Must-Have. Ihr seht, wir haben gerade, na bravo, jetzt habe ich einen Hänger. Das ist auch eine gute Möglichkeit, euch zu zeigen, wie ich die Hänger löse. Und zwar schnappe ich mir die Schnur und schnipp dann so rein. Das ist gleich auch ein Musterbeispiel. Und wenn das nicht funktioniert, kommt jetzt nämlich der Trick, dass man quasi hinter den Köder läuft und dann von der anderen Seite zieht. Und das, wenn das nicht mehr nützt, dann ist weg. Aber im Regelfall funktioniert das. Und frei. I have such a choice of lures. The water is a little bit stained, so I want some really like a fast action. I'm going to go to this Dive Master, the small one. We're going to fish a little bit fast there, see if I get some activity, and if I don't get activity, maybe we're going to move to another spot nearby and then come back when the water really rises. Now we are at the low and it will stay low for a while. Geht schon wieder los, ne? Ooh, asp, asp, that was asp. So there's some bait fish here in the corner. And we also already saw eyed coming up and we saw asp hunting. That's really good. There we saw nothing, but here we see some action. We also see a bird diving for some bait fish. It's definitely a good area. Auch wenn es mit dem Gewicht geklappt hat, hole ich jetzt noch mal ein schwereres Gewicht, weil ich möchte den noch einen Ticken weiter rauskriegen und noch mal stabiler geworfen bekommen. Zum Glück war ich noch in der Nähe vom Auto, weil ich hatte auch die komplette Tacklebox mit den Dropshot und Bullet Weights im Auto liegen lassen. Ja, ja.
Immer perfekt vorbereitet sein. Nicht alle sind Freunde des Drop Shot. Ist nicht ganz so meine Angelei. Kann der Gamechanger sein, aber ich mag dieses komplett Langsame nicht. Ja, und dann auf einer Stelle und dann so ganz kurz antippen und so. Bringt halt auch Fisch manchmal, ne? Oder oft. Come on, give me a bite. So I get the relief immediately. Mal an den Boden. Das war ein kleiner Biss. Yeah, there's. Oh, fuck, I see him. They're really, really active at the moment. Ooh. There he is. There he is. Oh, there's so many. Oh, there's so many. Oh my God. Big group of asp. Mann, ey. Fuck! Oh! Yes! Das ist ein guter Barsch. Nein, es ist ein Zander. Auch gut. Oh, nice. 59. Oh, nasser Fuß. Aber 59er. Ich habe ihn auf dem Critter gefangen. Das ist der Crow von Fox Rage in der Farbe Dark Oil. Was euch auffällt, ich habe einen Fallschirm aufgezogen. Ganz simpel. Früher oder später passiert es einfach. Ein Köder reißt ein. Und dann hält der Offset-Haken zum Beispiel hier nicht. Ich kann das mit dem Feuerzeug und ein Stück Draht dann einmal den heißen Draht durchziehen, zusammendrücken, dann ist es wieder fixiert und kann man ihn wieder normal verwenden. Aber wenn du am Wasser bist und gerade beides nicht zur Hand hast und den Köder weiterverwenden möchtest, weil tatsächlich ist das mein letzter, muss dir was einfallen lassen. Und das wäre in dem Fall einfach den Fallschirm aufziehen. Viele Cross sind sogar so konzipiert, dass sie dafür gedacht sind, auf beiden Seiten gefischt zu werden. Aber selbst hier, wo eigentlich der Hakenschlitz oben ist und hier nicht, funktioniert das auch. Also macht euch nicht verrückt. Die Fische nehmen den in der Regel dann trotzdem genauso, wie wenn er richtig rum aufgezogen ist. Habt ihr ja jetzt gesehen. Wichtiger Fisch für Patricks Gemüt. Die Zander sind offenbar gut drauf heute, was Markus' Vorhaben erleichtern dürfte. Mein Ziel wäre es, hier noch 2 Zander zu kriegen. Dann habe ich die 2 kleinen Barsche aus der Wertung, weil die mit 28 und 29 bringen einfach zu wenig Punkte. War jetzt natürlich Unruhe am Spot mit den 2 Fischen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich hier noch 1, 2 Zander kriege. Bestenfalls sogar noch etwas größer. Und danach werde ich schauen, dass ich noch mein Hecht upgrade. Aber jetzt schauen wir mal, Stück für Stück, Zander und Zander. Noch was zur Köderführung. Häufig ist es so, dass auf geschickte, aggressive Köder keine Bisse kommen, gerade an Stellen, wo viel gefischt wird. Da lohnt es sich einfach mal ganz langsam Steady Retrieve durchzufischen, ab und zu mal einen Stein am Boden touchieren, aber so ganz, ganz langsam, gleichmäßig kurbeln. Ah, habt ihr gesehen? Da war der Anfasser. Okay. Ja, der ist klein. Er ist winzig. Oder er hat noch nicht gecheckt, dass er hängt. Ne, der ist ganz klein. Ein kleiner.
Oh, hängt im Kescher. Jetzt. So, wieder hier schön Lamellis sich reingehämmert. Ich hab's vorher gesagt, so schön langsam durchgekurbelt. Der bringt nichts. Ein Barsch in der Größe wäre schon ein Upgrade, aber ich will einen dicken Zander. Und Tauchstation. Fische sind noch da. Und ich dreckig wie so ein 12-Jähriger. Aber ja. Happy Halloween! Zeit für Süßes oder Saures. In jeder Tüte ein schaurig schönes Dekor mit Hauptpreisen bis über 1500 €, wie zum Beispiel mit dieser Western WC. Beim Kauf von 6 Tüten in einer Bestellung garantiert ein Köder doppelt. Nur solange der Vorrat reicht. Und nur auf Richtung Basti. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder: mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Das, liebe Leute, ist die neue Limited Japan Edition 2025. Hier drinnen findest du absolute Top-Köder der japanischen Edelschmieden, wie beispielsweise Megabass, Noike, Duo und viele weitere. Für nur 84,99 € bekommst du diese streng limitierte Auflage mit einem Warenwert von knapp 150 € bei uns im Shop auf hechtundbarsch.de. Schnell sein lohnt sich, erfahrungsgemäß ist die Limited Japan Edition sehr schnell ausverkauft. The water look like still going down for maybe half an hour, but I see a little bit of stream starting at the point, so I want to go at the point directly, fish downstream a little bit, and then I have a small lake nearby with clear water. We're gonna take maybe 1 hour in this lake, try to see if we can find some perch behind the grass, and then we will come back there. Lass mich mal gucken, wie spät haben wir es? Ja. Würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach schon zur nächsten Stelle. Fish, fish, fish! Yes! Make it a perch! Make it a perch! Super! Yes! Yes! Oh! Yes! I love when a plan goes as planned. Allez. 36. Not a huge one, but really make me feel good. Let's put it back to the water
and then we discuss a little bit how we get there. Yes, yes. Ha, ha, ha. I know from the map and also from fishing there that here I have the main river. I have a deep hole in front of this pier that could hold them all the time, even when we have really like strong current, like flood. And very often after they come up and down the bank and chase for food. That's what I'm searching in my spot. A place where they can rest and come and hide. In the wide range of Livingstone crankbait, I'm choosing the Dive Master because here I get a steep edge, and so I want the crankbait to really dive quite fast, and the Dive Master is doing this. And also this fat lip and quite thick is really deflecting all the time from the rocks. So I don't get hooked up in the rocks all the time. This one is really excellent in this situation. So think about it, the Dive Master in the range, especially for rocks. Fred hakt den dritten Zielfisch schnell ab und luchst den noch zanderlosen Ino fürs erste Rang 3 ab. Bei Markus nimmt das Ködermarketing derweil eine ungewöhnliche Richtung. Wer schmiert, rasiert. Der Lamelli hat so viel Platz für Salbe. Er kriegt jetzt hier seine letzte Salbung, bevor er dann ins Himmelreich übertreten darf, weil ein Zander ihn komplett auseinander nimmt. Die letzte Salbung. In nomine Patri, habemus labelli. Ja, nach dem absoluten Hike hatte ich jetzt den ersten Biss. Einen Köder habe ich schon verhängt. Einen davon habe ich noch dabei. Der muss es jetzt bringen. Fisch. Guter Biss. 3 Stinger. Er hat jetzt den zweiten Biss. Hat leider den Schaufelschwanz hier auf den Haken gefaltet und den Köder halb runtergezogen. Ich glaube, dass ich jetzt trotz der Ködergröße tatsächlich einen Stinger benutzen werde oder eine Ködergröße kleiner gehe. Das war auf jeden Fall ein Zander. Den brauche ich so dringend. Da darf ich jetzt wirklich keine Gefangenen machen. Und jeder Wurf ist hier echt ein Pain und ein Risiko. Und jetzt muss mal was gehen. Ich bin nass geschwitzt. Ich wechsle jetzt ein bisschen die Montage. Und zwar mache ich jetzt einen Einzelhaken dran. Also einen Dropshot-Haken. Anstatt Offset-Haken. Was eigentlich bei so einem Rig, der auf dem Boden gezogen wird, keinen Sinn macht, weil man damit mehr Hänger bekommt. Aber ich werde jetzt einen Floating Creature verwenden, den Swingball. Und der ist auftreibend, der ist aus TPE. Das bedeutet, er treibt von Grund weg und damit kann man halt vermeiden, dass der, das Hängerrisiko ist geringer. So. Und zusätzlich wird halt dieses Hakverhalten verbessert. Ein Einzelhaken fängt immer besser als ein Offset-Haken, ist einfach so. Der wiegt mehr als so ein Dropshot-Haken. Deswegen treibt er halt mit so einem Dropshot-Haken besser auf als mit den schweren Offset-Haken. We gotta move. Ba, ba, da, ba. I leave and they start hunting again. Look at it. Oh, they hurt me. They hurt. He's leaving. Let's get it. This is just frustrating, really, really frustrating. We are too early in the season. They are not taking these small, tiny ass lures. I think I gotta take my loss here. Even this tiny lure is just too big. And there's really, believe me, at least 100 asp here. But they are just not biting my lure. Pack wäre schön, ja. Das ist einfach nur unfair, muss man sagen. Wann ist Angeln schon fair? Das stimmt, ja.
Leider. Egal, es kann sehr schnell gehen. Ich hatte hier gestern im Training innerhalb von 10 Minuten 2 dicke Barsche. Den Stretch sind wir leider gerade abgelaufen, die waren nicht mehr da. Aber es gibt 2 Möglichkeiten. Die haben entweder gerade keinen Hunger oder sind weitergezogen, weil die Steinpackung ist ewig lang. Wir werden es rausfinden. You know what time it is? Time for the supermarket. And then afterwards, we go catch some pike. Who would have thought that Team Nace would be the chill team? That's relaxing. Das Ding ist durch hier, würde ich sagen. Ich habe jetzt den Spot recht intensiv ausgefischt. Jetzt nutze ich die Zeit. Ich habe in der Nähe noch eine Zanderstelle. Und wenn ich schon hier bin, würde ich das probieren, weil aktuell ist fast jeder Zander mehr Punkte wert als die 2 kleinen Barsche. Vielleicht kriege ich ja da noch 2 bessere Zander. Kommt mit! Das ist der Fisch, den wir brauchen. Das war der Fisch, den wir brauchen. Meine Kescher-Strategie verbessern, das war meine Schuld. Da war, glaube ich, auf einmal zu wenig Druck. Das war der Fisch, den wir brauchen. Ich habe jetzt auf ein Krebsimitat gewechselt. Ein Krabby Louis von Monkey Lures. Am Skirted Jig. Fisch dann relativ schwer, das mit dem Krebs ja immer ganz gut machbar. Weil die sich so springend am Grund bewegen, kann ich den ein bisschen länger da in der Zone halten, habe ich mir gedacht, und kann den besser da drunter werfen. Dann ein richtig guter Biss und definitiv ein Zander. Ich hoffe nicht der einzige. Das habe ich verbockt leider. Ich hätte den hier haben müssen erstmal. Wir sind immer noch am Kanal und wir probieren genau das gleiche wie heute Morgen. Mit kleinen Ködern versuchen ein paar Barsche und Zander zu fangen. Die brauche ich noch auf meiner Wertung und mal gucken, ob die Lust haben oder ob ich mich nicht, ja, ob ich mich zu blöd anstelle dafür. Kleiner Schocker in 10 Gramm. Ist so ein bisschen Regenwasser oder sowas, was da rauskommt. Deswegen dachte ich, das wäre ganz gut hier, ein bisschen auf Barsch. Hier wird auch der eine oder andere gefangen. Bloß, wie Sie sehen nichts. Got myself some food. I'm ready. 15 minutes driving to the next spot. It's a spot where I will try 2 or 3 techniques. And got several spots like this in a row. So we can expect everything there, which is nice, which kind of makes the chance bigger to catch at least that one last fish to get a full card. And if I get a nice fish, then I can do some funny stuff. Try for surface, try to get bigger fish, try for a huge pike or something. But yeah, 40 minutes driving and then we'll see. Leute, ich habe gerade die Uhr gecheckt und bin erschrocken. Wir haben schon 9:40 Uhr, also 1 Stunde 40 schon am Angeln. Und noch keinen Biss. Ich muss sagen, im Training hatte ich hier eigentlich im Schnitt, auch ja, wo wir neue Strecken angetastet haben, jede Stunde eigentlich einen Kontakt. Und gestern hatten wir die um 10, die Fische. Die 2, die ich gefangen habe, plus den verlorenen. Ich hoffe einfach mal, dass die heute jetzt auch gleich mal kommen. Aber aktuell sieht es leider sehr zäh aus. Ist mir nicht vergönnt. Aber wir machen weiter. Laufen, werfen, cranken. Power Vibe regelt schon. Mühsamer Auftakt für Johannes. Bei Ino war es ein bitterer. Ja, was soll ich sagen? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie ich mich fühle. So in Ansätzen auf jeden Fall. Ich ärgere mich total über den verlorenen Fisch. Ich gebe der Stelle jetzt erstmal Ruhe.
fahre an eine andere Brücke, die ich nicht gefischt habe, die aber hier in der Nähe ist. Da bin ich nur vorbeigefahren. Da erwarte ich jetzt keinen großen Zander, aber ich brauche diesen Zander ja unbedingt. Und wenn ich den habe, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Und dann überlegen wir, was wir weitermachen. Aber darauf muss jetzt der Fokus liegen. Alles andere, was auch immer ich gerne noch machen würde, muss ich erstmal ausblenden. Das fällt mir schwer. Aber dieser Fisch muss jetzt her. Drück mir die Daumen bitte. Die Dornen mache ich erst weg. Das ist viel angenehmer zum Sitzen. Ein kleiner Zeddy. Der ist zu klein, ich glaube, den müssen wir gar nicht wirklich messen. He? Aber den Köder ist sowas von verräumt. Die hauen den weg, he? Unglaublich. Hoppa. Einmal Lamelli und einmal Zander. So. Leider zu klein. Oh, der ist besser. Der ist besser. I'm coming for you. Boah, ist das alles eng hier. Oh, immerhin noch ein Maßing bekommen hier. Ich glaube, der müsste 1-2 Punkte mehr bringen als mein kleinster Barsch mit 28. Ich habe unzählige Male an die gleiche Stelle schon gefischt, Köder noch ein bisschen anders geführt. Dann kam doch der noch dabei. Ich glaube, das gibt 50,5. 51. Die lieben den Lamellis, lieben der Art, hauen sich das Ding hier rein. Beiß mich nicht. Darf es gleich wieder gehen. So. Das ist der Fisch. Ich mache mich gleich wieder auf die Wanderung. Dann wird er wieder released. Da geht er dahin. Herrlich. Immerhin ein paar Punkte. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber das ist so ein Zeitlupengepimmel, was ich hier mache. Also mit dem klassischen Absinken wäre hier, glaube ich, gar nichts zu holen. Ich fische jetzt 5 Gramm mit einem doch relativ dicken 35er Vorfach, davor noch Titan. Das bremst auch nochmal zusätzlich. Und hier haben wir kaum Strömung. Es ist eher schon fast so, dass der Wind die Strömungsrichtung bestimmt. Je nachdem, von wo es gerade weht, treibt es halt ein bisschen so oder ein bisschen so. Aber solange ich hier Bisse kriege und mal einen Fisch, ist doch gar nicht schlecht. Vielleicht steht ja noch ein größerer unten. Wenn er nicht kommt, dann hauen wir aber bald ab. So Leute, das war's. Leider nicht der Start, den ich mir heute erwünscht habe, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Fluss hat hier auf jeden Fall Tide und wir haben gerade Niedrigwasser, hatten aber Strömung. Strömung hatte ich auch, wo ich gefangen habe. Egal, ich habe noch 2 Stretches, die angeln wir jetzt und irgendwo finden wir Barsche. Ich ziehe weiter durch. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und los. Am Ende fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Vielleicht hätte Fred den richtigen Ratschlag gehabt. When you fish crankbait, for me there's one rule is that you need to use 3 delays, what I call delays, in order to have a better hook ratio.
I'm using the rod as a delay. So I'm using a fairly moderate action. So really you need to have a soft tip, and the soft tip allows you to have a better action on your lure. Imagine that you try to pull something that is tied to a wall. Then you will never manage to pull the line. Here, you tie your lure to a branch and the branch is flexible. So the lure manages to go right and left and get these nice wobbling actions. And especially when you use smaller crankbait, you're going to allow them to really pull on your rod tip. That's the vibration that you have in your hand. The second thing, it's sometimes annoying, but I'm using a fluorocarbon line. It's a little bit stretchy, this one. So like this, you can spool it. It doesn't get annoying when you cast. And the third delay will be your hand. You need to have like what I call a soft hand. So stop really pushing all the time. Just maintain your rod and read very, very slowly. So your bait is working alone and really wobbling. And you will increase the wobbling like this, just having a soft hand. When the fish is going to swallow it, it's going to go a little bit deeper in the mouth and it's going to be more easy to set the hook. That's the reason you need those 3 delay. And also that will prevent you to strike too early in the process. If you strike when the fish is coming there, then you potentially rip it off the mouth. When it's striking before you feel, if he can turn, then you will set the hook on the jaw, which is much more safe to keep your fish. Now I stop talking, I see the stream is coming and I need to fish. Das einzig Schöne beim Bankisch, wenn man im Auto sitzt und mal kurz Zeit hat zu verschnaufen. Leute, die ersten 2 Stunden vorbei, kein Biss. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Bisschen schade. Aktuell tatsächlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwierig, die Motivation oder den Frust so ein bisschen, ja, gleich zu halten. Aber egal. Ich kann jetzt was essen, weil ich habe heute auch noch gar nichts gegessen. Das hilft meistens auch. Wer mich kennt, weiß, ich brauche Essen. Und dann geht es jetzt mit vollem Elan gleich weiter. Daumen drücken, Leute, ist noch nichts verloren. Das stimmt. Patrick wappnet sich derweil für den Überlebenskampf bei Windstärke 4. So, ich werde jetzt an einen Spot gehen, wo der Wind sehr hart aufs Ufer knallt. Wasser wird hochspritzen, irgendwann kommt auch Regen und ich muss mich vor dem Regen schützen. Dafür habe ich die Stash-Kleidung dabei. Das ist Kleidung, die in sich selber verpackt wird. Es ist super dünn und leicht, also auch für den Sommer gut geeignet. Auch mega praktisch, wenn zum Beispiel morgens noch die Wiese nass ist vom Regen und man da durchgehen muss. Das ist hier die Hosentasche, kann man so umdrehen und dann wird einfach so die Hose wieder reingestopft. Reißverschluss zu und habt ihr es mega kompakt eingepackt. Geht schnell, ist super praktisch. Mega angenehm. So. Und eine Hose ist zwar cool, mit Jacke ist aber noch besser. Das ist die Jacke. Und genau das gleiche Prinzip, nur dass hier die Tasche am Rücken ist. Und für leichte bis mittlere Regenschauer ist sie perfekt. Wenn ihr unterwegs seid und kurzfristig kommt ein Regenschauer, ihr habt keinen Bock nass zu werden, besonders im Herbst ist oder im Frühjahr oder erst recht im Winter ist es ja unangenehm, wenn man nass wird und es ist kalt. Und daher ist es mega praktisch, kann man in den Rucksack verstauen, im Boot, wherever. Ist schnell angezogen, schnell wieder ausgezogen, zusammengepackt. Und ich finde, sieht ganz okay aus. Oh, der ist ein bisschen besser. Der muss besser sein. Oh ja, der ist besser. Jetzt nichts verkacken.
Für mich passt's gerade. Für mich passt's gerade. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Für mich passt's gerade. Hier auf den Knien im Dreck mit dem Stacheldraht im Arsch und dem Zander im Netz. Herrlich. So, das ist der Fisch. So schaut er aus. Ich schätze zwischen 58 und 60, hätte ich jetzt gesagt. Hat er die 5? Ja, ich kriege noch 5. Check. Zander 61. Lamelli Slim, Muddy Minnow, der Rest ist Geschichte. Markus' 4. Wertungszander bedeutet zugleich die Führung für den Eidgenossen. Zumindest solange die engsten Verfolger ihre Karte nicht voll machen. Jo, Fisch. Super. Zählt das, weil er ein bisschen an der Seite gehakt ist? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Schöner Barsch. Wären ein paar Punkte gewesen, bloß leider nicht so schön gehakt. Der darf ganz schnell wieder schwimmen. Einmal rein und dann zack, weg ist er. Okay, schade, aber sie sind hier. Weitermachen. Ja. Big pike, big pike, big pike, big pike. Fuck. Yep. Oh no. Got it! Woohoo! That's how you do it! Yes! Full card for Daniel. Right in the lip. It's a tall fish, man. It doesn't look big, but it is 86. That is a beauty. On the drop shot, on the nail split. What an awesome lure. And what you see right now is a perfect example of the summer being able to fish with tiny lures because they grab this tiny bait. All right, I'm gonna put this big pike back with the net, but that is 86 extra points for me. There you go, mate. Good thing is, there's a lot of oxygen here, but damn, that was a good fish. I missed a zander. Next cast, boom, pike. I'm not leaving here yet, but that's a good fish. Yes! Und wahrscheinlich ist das auch das Ticket für die nächste Runde. Full Card für Daniel, der während des Drills erstaunlich ruhig geblieben ist. Vor allem, wenn man sich sein Setup so anschaut. I just did a little bit of a retie. I had a tiny scratch on my fluorocarbon. Always check if you catch a pike. Check your fluorocarbon, check your line, check your bait. They have sharp teeth. They have over 700 teeth in their mouth, which are like tiny razors, so always make sure to check. A little bit shaky, a little bit of that adrenaline, because it was kind of crushing to get a big pike on a small drop shot. Immediately when I felt the head shakes, I knew this is going to be a pike of around 90. Good fish. Fisch. Oh, wunderbar, der zweite. Der hat aber auch richtig gebissen jetzt. Liegt vorne dran, bisschen zusammen, 32,5. Super happy, dass ich was gefangen habe. Ja, und wir wollen mal gucken, ob wir hiervon noch 2, 3 andere bekommen, weil das wär natürlich Bombe.
schöne Fische. Guckt euch mal die roten Flossen an. Na, und der darf jetzt ganz schnell wieder schwimmen. Und weg ist er. Boah, Erleichterung. Erleichterung. Ich fische hier eine Gunki Shooten Cut mit der passenden Rolle. Die hat ein Wurfgewicht von 7 bis 28 Gramm in 2,15 Meter Länge. Das ist unser Raiju in der Farbe Fire Tiger. Das ist ein Crank, der läuft so bis auf 3 Meter, 4,5 Zentimeter lang und wiegt knapp 9 Gramm, 8,8 Gramm. Lässt sich super werfen, hat eine coole Aktion unter Wasser und ich habe einen Tipp bekommen, dass diese Farbe hier zurzeit am Kanal echt gut läuft. Und ja, schauen wir mal, ob der mir jetzt noch 1, 2 weitere Fische bringt. So sieht er aus dieses Jahr. Erstmalig im Hochformat und designt von Nace Botschafter und YPC France Gewinner Romain Maudet. Fast 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 coolen Brands, jeden Tag die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen und das alles für nur 99,99 plus Versand. Wenn du deinen limitierten Hecht- und Barsch-Raubfisch-Adventskalender wirklich sicher bekommen willst und uns zudem beim Finanzieren der gesamten Ware unterstützen möchtest, dann bestell den Kalender bitte nicht erst im November, bestell ihn jetzt. Dankeschön. Den Link zum Kalender findest du unten in der Videobeschreibung. Wir haben eure Gebete erhört. Ich darf euch vorstellen, im Fachhandel erhältlich der Perch Glider 145, der kleine Bruder quasi. Schwimmeigenschaften gleich geblieben, Slow Floating, läuft ca. 0,1 bis 1 Meter tief im Wasser und hat ein Gesamtgewicht von 42 Gramm. Die Haken sind an Wirbeln festgemacht, die drehen sich, der Fisch kann nicht so schnell ausschlitzen. Ich finde, er ist super gelungen und bin gespannt auf euer Feedback. Der eine Ausnahmefisch, das wäre noch so ein richtiges Highlight, wenn irgendwo da unten steht ein 70er, 80er. Aber ich bin schon voll zufrieden. Ich vermute ja, dass der auf der Seite steht, aber... Oh, das war der perfekte Wurf. Wenn er da steht, dann muss er jetzt beißen, gibt gar keine Option. Lange Kopfschläge. Oh yes! Oh, ein Pike! Ist ein Hecht, aber ein schöner. Komm! Ich find's geil, Jungs und Mädels. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber es geht mir gut, es geht mir ziemlich gut. Danke, Pike! Oh, geil! Das hat der 76,5, hä? Ja. Schöner 77er Hecht, darf wieder zurück.
Gibt es ein schöneres Bild? Für mich eigentlich nicht. Geil. Er hing kurz dran, aber naja, schade. Vielleicht beißt er ein zweites Mal. Dann wieder zurück auf Chatterbait und mal schauen. Hängt. Okay. Ja, eine alte Verletzung. Ist nichts Neues. Ist schon gut verheilt. Armer Kerl. Ja, 68er. Kleines Upgrade. Und ab zurück mit dir. Hab den Haken rausbekommen und dabei ist er schon hinter vor dem Kiemenbogen unter den Kiemendeckel rausgezogen. Da habe ich einfach die Schnur durchgebissen, damit ich den jetzt einfach neu anbinde, weil das geht schneller, als dass man versucht, den Köder aus dem Maul wieder rauszuziehen. Das war übrigens der Bladed Jig in 12 Gramm in der Farbe Pike mit einem Slickshot in 9 cm in UV Perch. Eine schöne Kombi. Etwas UV-Aktivität, ein bisschen weiß, ein bisschen Kontrast, dazu das blinkende Blade. Ja, damit kann man arbeiten. Kein Barsch, aber immerhin ein kleines Upgrade für Patrick. Daniel hat's jetzt auf das doppelte Kaliber abgesehen. Let's bring out the big boys. So in trading, I got here first cast spinnerbait, and I had a follower of a pike, huge, easily the biggest pike of the competition. So let's see if it's home. Already had a few casts with a spinnerbait. Got the 8-inch Nace Venom. We've got the big Ghost. Let's give it a spin. Also the water is pretty murky, so I think something bright could draw some attention. And it's funny, I'm normally not a big fan of orange, and I think it's kind of ugly, but this was my best producing pike softbait last year. So let's see if it works. And also, I've caught some asp before, so got a small surface lure. Let's see if they want to bite. Oh, I see one hunting. Der macht ein bisschen Welle. Beißzeit. Die Beißzeit kommt dann. Löscht den Wurf, bevor der kommt. Der heißt schon Pike, guck. Doppelpike. Ja? Ja, den kriege ich nicht gelandet mit dem Kescher. Oh, der hat ihn vom Boden aufgesammelt beim Vorbeifahren. Ist jetzt kein Witz. Der hat ihn am Boden aufgesammelt. Hecht oder Zander, sein Zander. Wenn das ein Zander ist. Alter. Ich bin doch keine Maschine. Oder eben doch. Alter, ist das geil.
Das läuft! Das läuft! Hat der Zander den vom Boden weggesammelt. Und mit der Jig-Web 35 Gramm kriegt man das auf jeden Fall mit. Sauberen Anhieb. Geil, Mann. Geil. So Zander am Tag zu fangen. Der ist gar nicht so lang, aber dick ist der. Da sind Filets dran. Da habe ich mich jetzt locker 3-4 cm verschätzt. Vorne ist er drauf. 64,5 angerissen. Das ist der Zander 65. Ich mache hier wieder den Butler, gehe meinen alten Wanderpfad und hoffentlich gehe ich den heute nochmal. Ich wollte schon wieder abhauen. Der ist topfit. So, hat man den schön bei der Kamera. Da geht er schon weg. Geil, 65er Zander, Lamelli Slim. Jig-Web so 35 bis 35 Gramm. Passt alles perfekt. Wunderbar. Ja, geil. Muss schon wieder Buchhaltung machen. Normalerweise ist das nicht meine Lieblingsaufgabe, aber beim YPC mache ich gerne Buchhaltung. Da schicke ich gerne mal ein paar Zahlen rum. Der Wanderpfad ist inzwischen ganz schön ausgetreten. Markus baut seinen Zander-Score weiter aus. Die direkten Verfolger drohen langsam den Anschluss zu verlieren. Nur Daniel fischt in seiner eigenen Liga. It's a weird feeling if you know that there's a giant pike lurking here somewhere behind this water plant. It's waiting for his next meal. Now the trick is to seduce it with the right lure on the right spot, but you don't know where it is. It can be here, it can be there. Maybe it doesn't want my Nace Venom, maybe it wants a spinnerbait. Or maybe it doesn't want a bait at all. It has a full stomach because it just ate a brim. Ja, ich habe gerade einen Fisch hier vorbeischwimmen sehen, direkt vor den Steinen. Ich weiß nicht, ob es ein guter Barsch war, 40 plus oder irgendwas anderes, aber es ist generell mal ein gutes Zeichen für mich, weil das bedeutet, ich habe hier einen Hecht gefangen, ich habe jetzt einen weiteren Fisch hier vorbeischwimmen gesehen. Nicht 100% sicher, ob es was Interessantes war, aber generell für mich das Feedback, dass meine Gedanken vielleicht nicht so falsch waren, dass der Wind hier hindrückt, das Wasser hier auffüllt, Leben reinbringt und deswegen die Räuber sich hier entlang den Steinpackungen aufhalten werden. Hoffen wir mal, dass da auch was Gutes, Großes bei rumkommt. Am besten Barsch. The good thing when you feel lonely on the water is that your bait is talking to you. It's saying, take me, put me in the water. That's the fun part with the Livingstone lures. Also da unten würde ich sagen, habe ich ziemlich ausgeräuchert. Ich gehe jetzt noch ganz kurz auf die andere Seite von dieser Brücke. Da wird es dann auch ein bisschen einfacher mit dem Keschern. Aber bis jetzt hat es ja wunderbar geklappt. Aber ihr dürft mich schon ein bisschen schimpfen, dass wieder nichts bereit ist. Aber ich arbeite halt nach dem Prinzip. Wenn man immer improvisiert, dann ist gar keine Ausnahme. Dann ist nicht mehr improvisieren. Mal schnell fischen, das was bringt. Es bringt was. Also Köderführung kann man ruhig mal ein bisschen variieren. Ja. Der ist zu klein, müssen wir gar nicht messen. Bringt uns sicher nichts. Ob klein oder groß, Lamelli Slim mögen es alle. Ja, dann war es das an der Stelle. Ich glaube, ich habe einen guten Teil erwischt von dem, was hier rumsteht. Jetzt geht es ins Auto. Ich bin immer noch unschlüssig, ob rein auf Hecht, rein auf Barsch oder Powerfishing, wo alles kommen kann. Ich werde eine Barschstelle, die in der Nähe ist, kurz anfischen, gucken, kommt da was, kommt nichts, da brauche ich nicht ewig. Und danach vermutlich auf Hecht.
Kann sich alles noch ändern. Okay, it's time to move. The big pike is not home or he's not hungry. It's either one of those. Here, look at this. I really love this. I have ADD, and for me, having some organized stuff is just so nice. Look at this. All my BKK jig heads in OCD box. I really can recommend this. Such a nice way to keep your hooks and your jig heads with you. Mit Verlaub, die Diagnose wird noch kaum jemand angezweifelt haben. Mit Daniels Spotwechsel läuten wir die Schlussphase der ersten Hälfte ein. Passiert noch was? Fisch. Zander. Ja! Dass das funktioniert. Oh, das ist ein richtig guter Fisch. Dass das funktioniert hat. Ich hatte hier im Training einen. Ich mache jetzt mal den Fisch, da wir reden später. So. Das ist auch ein strammer Fisch. Und fett ist der, wa? Richtiger Bulle. Wir haben 71,5. Hier ist der 71er Strich, da ist 0,572. Okay, schnell zurück mit dem Fisch und dann sprechen wir. Okay, da der Fisch jetzt versorgt ist, haben wir ein bisschen Ruhe. Also, zwei Sachen, die ich euch gerne sagen würde zu der Stelle. Das ist eigentlich so ein Polder hier, der ist verbunden mit Großgewässern. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, gerade mit so schwarzem Wasser, dass auch Zander möglich ist, weil hier immer mal wieder Druck drauf ist, wenn gepumpt wird von einem zum anderen Gewässer. Und hier haben wir die Besonderheit, dass hier ganz, ganz klares Wasser reinkommt. Die Polder haben ja ganz oft so Zuläufe. Man sieht das, glaube ich, auch, dass hier so eine richtige Wolke entsteht. Plus hier muss ab und zu mal richtig Druck drauf sein, denn hier vorne ist es eingetieft in der Kuhle. Und das sieht erstmal aus wie eine Hechtstelle. Jeder würde hier auf Hecht angeln, das habe ich auch getan. Auch wenn ich wusste, dass hier Zander drin sind. Aber ich habe hier ohne Haken gefischt im Pre-Fishing und hatte einen richtig, richtig laserharten Biss. Bin sofort abgehauen und hatte gehofft, dass ich hier einen Zander bekomme, wenn die andere Stelle nicht funktioniert. Und es hat geklappt und war noch ein richtig, richtig, richtig dickes Ding. Ich bin kein guter Großgewässerangler, deswegen muss ich mich auf sowas hier fokussieren. Und ich bin so froh, dass es geklappt hat. Ich muss mich erstmal hinlegen gleich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, ja. Ein weiterer Punkt noch zu Köderfarben vielleicht an der Stelle. Ihr habt vielleicht schon mal in meine Boxen geguckt mit Juli zusammen und werdet da ganz, ganz viel sehen im grünen-gelben Bereich, richtig UV-aktive Farben, Motoröl und Weiß oder Silber, wie jetzt auch der Chrome Perch, den ich gefischt habe. Was ich aber versuche zu erreichen, ist ein möglichst hoher Kontrast, denn das Fischauge hat besonders viele Stäbchen. Das sind die Lichtsinneszellen, die für hell-dunkel zuständig sind. Klasse 9 Biologie, und hat meistens Doppelzapfen für Farbwahrnehmung und die sind vor allen Dingen ausgeprägt für Grün und Gelb. Was auch sinnvoll ist, wenn man sich überlegt, was sieht man im Wasser, viele Pflanzen sicherlich, ne, und man braucht sehr, sehr viel Hell-Dunkelsicht. Das heißt, Köder, die starke Kontraste erzeugen, sind gut zu sehen. Jetzt fragt man sich, warum Motoröl? Motoröl erzeugt einen ganz geringen Kontrast, denn die Beute, man will immer den Köder sichtbar machen, aber die Beute ist ja oft auch relativ gut getarnt und die Fische sind darauf eingestellt, sodass diese Farben dann auch wieder gut funktionieren. Braun, Cola, ihr kennt diese ganzen Dekore, die oftmals auch in trüben Gewässern sehr, sehr gute Zander fangen. Ja, und das versuche ich so ein bisschen zu erreichen. Beim Hecht vor allen Dingen Grün und Gelb und Weiß oder Schwarz, starke Kontraste. Und beim Zander eigentlich ganz, ganz ähnlich. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Fisch kriegen, aber ich muss erst mal durchatmen. Sorry für die lange Erklärung. War mir aber wichtig, das mal so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Am Ende muss man sich die Netzhaut angucken und sich halt fragen, will man eigentlich auffallen oder will man lieber getarnt sein wie die Beute auch? Man sollte beides ausprobieren, schätze ich. Und wie das funktioniert hat. Ino entschädigt sich für den Fauxpas am Morgen und liegt nun wieder auf Rang 3. Der kleine Bio-Exkurs hätte übrigens gut als Abschluss für diese Folge herhalten können. Wir sind aber noch nicht durch für heute. Okay, next spot. This is it. I know there's Zander here, I know there's pike here. I'm kind of tempted to go drop shotting first.
but I'm kind of afraid of all the pikes here. So I'll make a cast first for pike to see if they are around, and then after that I'll go for a zander, so I don't get bit off if I use a drop shot. Wir gehen noch mal ein bisschen auf Hecht und sind so einen kleinen Polderkanal direkt an der Straße und gucken mal nach, ob der ein oder andere Hecht hier noch Lust hat. Denn ich brauche ja noch ein paar Zusatzfische, genau wie Zander eigentlich auch noch. Der Schwan hinter mir hat ja die Ruhe weg. Oh, er ist wach geworden. Alles gut. Er war tief und fest am Pennen, ey. Scheint ein Jungvogel zu sein von letztem Jahr. Auch wenn ich die Buhne gerne ein bisschen intensiver gefischt hätte, der Schwan will seine Ruhe haben. Er soll in Ruhe schlafen. Da lasse ich ihn in Ruhe und gehe einfach runter ein Stück. Schauen, was sich da tut. So Leute, ihr seht, es hat ordentlich zugezogen und jetzt auch ordentlich Wind. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Farbe gewechselt. Und zwar hier auf den White Tiger, um ja, ein bisschen auffälliger unter Wasser zu sein. Neue Köderfarbe, neues gutes Gefühl hoffentlich. Und schauen wir mal, jetzt machen wir den Stretch hier noch. Und danach gehen wir mal, glaubt, Sanderangeln. Kleinen Tapetenwechsel, vielleicht beißen die Barsche nachmittags dann ja besser. Der Dampf, Mann, das ist ja nicht normal. Ja! Oh. Zwar kein Barsch, Leute, aber oh, das ist auf jeden Fall am Ende auch wichtig. Oh. Hängt auch nur ganz knapp. So, da ist er. Oh. Oh. Leute, yes. Hecht brauche ich zwar nicht, aber nach dem zähen Start heute bin ich sehr froh. Oh yes, das ist ein richtig guter Fisch. 86 müsste er haben. Confirmed. Confirmed. Mega geil. Ich schnapp mir den Fisch und gehe gleich runter, dann kann der wieder rein. Geiler Flusshecht. Yes, Leute, der Fisch kann am Ende noch ganz wichtig werden. Vorausgesetzt, es beißt dann auch endlich mal ins Sand am Barsch. Oh, ich bin mega happy. Oh, und was für eine Action. Ich habe den gesehen, hinterherkommen. Hab's nicht genau gesehen, habe einmal kurz gestoppt. In dem Moment hat sich den Crank geschnappt. Und dann ging der Tanz los hier vor den Steinen. Yes! Jetzt geht's los, Leute. Yes, yes, yes! Jetzt kommt ein richtiger Sturm. Ich habe jetzt hier auf den White Tiger vom Power Vibe. Der gibt noch mal richtig Motivation. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Episode vom Tag 2. Ihr habt es gesehen, ist noch nicht vorbei. Drückt mir weiterhin die Daumen. Wir gehen jetzt zurück zum Auto und nachher wird Zander geangelt. Wir sehen uns nächste Woche zum Finale. So, half day for me. Didn't work out really like I have planned. So I really need another perch or to increase another species. So I don't trust that I'm gonna get a big zander. So we're gonna go in a different place, not too far away. So
cheer me up in the comment, tell me what I did wrong. Maybe you saw something that I could have done. That's always interesting, and I love to discuss with you guys. So see you in the next episode, and hats off if someone is taking my third place. But I'm coming after you if I don't have it. Die Hälfte des ersten Tages ist vorbei. 2 Fische kamen raus, einer wurde ja leider nicht gewertet. Mein Gott, ist halt so. Wir probieren jetzt noch mal ein bisschen was und ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche mir weiter viel Glück. Bis dann. Okay guys, that was the end of this episode. Hope you enjoyed. I'm happy because I've got a full cart. Now the only thing is to upgrade in the next episode with maybe a bigger pike and 2 topwater fish. Leave a like, see you next week. Daniel kann den Nachmittag entspannt auf sich zukommen lassen. Die Konstellation dahinter verspricht aber ein spannendes Finale. Markus hat sich durch seinen fantastischen Vormittag einen kleinen Vorsprung erangelt, der aber rasch zusammenschmelzen könnte, sofern Fred und Ino ihren letzten Slot füllen. Im Hinblick auf die Quali-Ränge 2 und 3 deutet also vieles auf einen Dreikampf hin, wobei nicht vergessen werden darf, dass Patrick schon unwahrscheinlichere Comebacks geschafft hat und bei seinen 4 Teilnahmen bislang stets die 2. Runde erreicht hat. Johannes kann die verbleibende Zeit dank des starken Hechts von eben immerhin mit dem Mut der Verzweiflung angehen. Schlusslicht René hingegen wird sich wohl vor allem achtbar verabschieden wollen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche Sonntag um 18 Uhr fällt dann die Entscheidung in Gruppe B. Und bis dahin liken, kommentieren und eigene PBs hochschrauben. Vorzugsweise mit Tackle aus unserem Online-Shop. Ciao.